Hey Jay-Z, Hey MJ. heute keine Eishockeysprache erklärt, sondern wieder ein YouTube-Video für Marcel's Hockey School. Und heute reden wir über 1 gegen 1 offensive Fähigkeiten. Was muss man machen, um den Gegner auszuzocken? Jetzt auf meinem Kanal gibt es viele Tutorials, Under the Stick Move, Toe Drag, unterschiedliche Moves. Aber Jay-Z, darüber reden wir heute nicht, oder? Nein, darüber geht es nicht. Es geht eher darum, was man machen muss, um vielleicht den Move dann anwenden zu können. Also, dass es darum geht, den Verteidiger zum Drehen zu zwingen, also vor allem von den Füßen her, weil das einem dann viele Möglichkeiten eröffnet. Weil der beste Move der Welt bringt nichts, wenn man es nicht richtig anwendet. Und heute werden wir euch zeigen, was man machen muss, um den Move anzuwenden, damit ihr den Verteidiger schlagen könnt. Jay-Z, bereit? Ja. Let's go. Also, was möchte ich beim 1 gegen 1 erreichen? Was ich eigentlich erreichen möchte, wenn ich ein klassischer 1 gegen 1 laufe, auf die Julia zu, auf ihr Tor zu, ich möchte, dass die Julia sich dreht. Wenn die Füße sich drehen, dann kann ich zum Beispiel die Richtung wechseln. Und sobald sie ihre Füße gedreht hat, ist es unheimlich schwierig, dass sie in die andere Richtung geht. Aber wie schaffe ich das überhaupt, dass sie ihre Füße dreht? Größte Problem bei vielen, die beim 1 gegen 1 Anlauf machen, die kriegen die Scheibe und dann fangen sie an zu gleiten und mischen. Und dann habe ich einfach nicht die Geschwindigkeit, an Julia vorbeizukommen. Wenn sie nicht drehen muss, komme ich einfach nicht vorbei. Also die sagen auf Englisch, bezieht sich eigentlich eher auf Autounfälle, Speed Kills. Über Autounfälle wollen wir nicht reden, aber auf dem Eis Speed Kills der Verteidiger. Also ich muss Schwung aufnehmen. Und wenn ich mit Schwung komme, und drohe, an die Julia vorbeizugehen, dann habe ich größere Chancen, auch meinen Move anzuwenden, egal welcher Move das ist. Eine weitere wichtige Sache ist, dass man den Move auch zur richtigen Zeit macht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel schon den Toe Drag machen würde, hätte es überhaupt keinen Einfluss auf Marcel, der als Verteidiger ist, weil es einfach viel zu weg ist. Aber ich darf auch nicht zu nah dran sein, um jetzt den Move zu machen, weil dann hat er mit dem Schläger schon die Chance, mir die Scheibe wieder wegzunehmen. Also geht es darum, den Puck in den richtigen Ort zu bringen und ihn dazu zu zwingen, mit dem Schläger danach zu fischen. Er versucht, den Puck dann zu kriegen. Das heißt, ich brauche auch hier wieder das richtige Timing, dass ich ihn dazu zwinge, eine Bewegung zu machen, sei es mit den Füßen oder mit den Schlägern, um dann den Puck an ihm vorbeizubringen. Desto besser die Verteidiger werden, desto weniger werden sie auf die Scheibe schauen, desto schwieriger wird es mit dem Move, den auszuzocken. Aber sogar die NHL-Verteidiger werden manchmal erwischt, wenn sie auf die Scheibe schauen. Also ist es nicht unmöglich, man muss es nur zum richtigen Zeitpunkt machen. So, ein weiterer Punkt, und Jay-Z und ich haben gerade darüber diskutiert, was wir bei vielen jungen Spielern sehen. Die laufen 1 gegen 1 und die laufen in 1 gegen 1 so. Erstens, sobald Checking erlaubt ist, wirst du eine Bombe bekommen, was wir vermeiden möchten. Zweitens, wenn man mit dem Kopf nach unten läuft, ist es sehr einfach für den Verteidiger zu spielen, weil der Verteidiger weiß im Grunde genommen, dass du einen Move machen wirst und kann sich voll auf dich konzentrieren. So, wenn ich, wie man auf Englisch sagt, Deception verwendet, so der Art vom Täuschen, und zwar keine Täuschung gegen die Julia, sondern einfach mit meinem Kopf und meinem Körper auch ein bisschen täuschen, dass ich meinen Kopf hoch habe und vielleicht schaue ich mal drüben oder da. Und dann meinen Move in diese Zeit auspacke. Ich muss nicht die ganze Zeit rüberschauen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn ich meinen Kopf hoch habe und das Spielfeld beobachten kann, dann muss die Julia auch an anderen Sachen auch denken, als nur mich zu verteidigen. Vielleicht ist jemand drüben, zu der ich passen kann. Und das ist für die Julia auch eine Ablenkung. Ein weiterer Punkt, der mir als Offensivspieler noch hilft, ist, wenn ich den Verteidiger nicht gerade attackiere, weil wenn ich die Scheibe mittig von ihm habe, habe ich zwar trotzdem die Option, hier oder hier zu gehen, aber sein Schläger ist am weitesten vorne und es macht für den Verteidiger leichter, mir die Scheibe auszustechen. Dagegen, wenn ich ein bisschen von der Seite komme, ist es jetzt so, jetzt habe ich die Option, zur Mitte zu gehen oder nach außen zu gehen und ihn schneller dazu zu zwingen, sich wieder vielleicht drehen zu müssen.
Es ist auch überhaupt kein Problem, auch ein sehr guter Spielzug, einfach schnell am Verteidiger vorbeizulaufen. Viele wollen ein bisschen zu viel zocken. Aber wie die Julia gerade erwähnt hat, wenn sie schafft, einen schnellen Richtungswechsel vom rechts nach links zum Beispiel, hat sie die Möglichkeit, mir zu schlagen. Wenn sie geradeaus auf mich zuläuft, ich kann auch einfach geradeaus laufen und irgendwann läuft sie einfach in mir rein. Also komm ein bisschen von der Seite. So Jay-Z, wir haben über die wichtigsten Punkte geredet. Geschwindigkeit, Kopf hoch, komm ein bisschen von der Seite, bring die Scheibe in einen Bereich, wo der Verteidiger sie vielleicht denkt, dass er oder sie erwischen kann. Aber jetzt Jay-Z, ich glaube, wir haben es langsam genug gemacht. Jetzt müssen wir es in Eck machen. Ja. Ready? One-on-one battle? Ja. Let's go Jay-Z! Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ah, Jay-Z, you got me! Hab da meine Füße nicht mehr bewegt. Dann war es leicht für sie. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone. So Jay-Z, wir müssen abbrechen, weil ich komplett außer Atem bin. Aber wir hoffen, dass wir euch ein bisschen helfen könnten beim 1 gegen 1. Denkt daran, es ist sehr wichtig, ein paar gute Moves zu haben. Wie ihr gesehen habt, ich mache am ehesten Under the Stick, obwohl ich Toe Drags eigentlich liebe. Eher Under the Stick. Jay-Z, was ist dein wahrscheinlich am meisten angewendeter Move? Ja, auf jeden Fall der Toe Drag, würde ich sagen. Glaube ich auch, viele coole Toe Drag Highlights vom Jay-Z. Aber diese Moves, die bringen gar nichts, wenn man die anderen Sachen dazu nicht anwendet, oder Jay-Z? Ja, auf jeden Fall. Also ohne Geschwindigkeit und ohne Kopf hoch wird man den Move eher selten nur anwenden können. Also bau diese Sachen ein, wenn ihr angreift, 1 gegen 1, und dann wird euer Move auch viel erfolgreicher werden. Wir werden bestimmt in der Zukunft auch ein 1 gegen 1 Tutorial aus der Ecke machen, weil es gibt viele ähnliche Konzepte, aber aus der Ecke fährt man eher eine Kurve, hat man weniger Raum und auch ein bisschen weniger Schwung. Also muss man auf ein paar andere Sachen auch achten. Aber für heute reicht das. Vielen Dank, Jay-Z, für deine Hilfe wie immer. Sehr gerne. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School mit ein paar guten Dangles. Yeah!